Na, wie läuft's? Geht's gut? Und dir? Okay. Ja dann, bis später. Na, hast du dich schon mal gefragt, wie man wie geht's anders sagen kann? Hallo Leute und herzlich willkommen in einem neuen YouTube-Video. Heute reden wir über eine der häufigsten Fragen auf Deutsch. Wirklich. Wie geht's? Wie oft hast du diese Frage schon heute gestellt? Bestimmt 2 bis 3 Mal. Dabei gibt es noch viel mehr Wege, um zu fragen, wie es jemandem geht. Es gibt ganz viele Alternativen. In diesem Video zeige ich dir, welche Alternativen du nutzen kannst, um dein Deutsch natürlicher und abwechslungsreicher zu machen. Bevor wir mit den Alternativen beginnen, denk daran, mich zu unterstützen, like dieses Video, abonniere meinen Kanal und natürlich schreibe einen langen Kommentar. Lass es mich heute wissen, wie es dir geht. Je länger dein Kommentar ist, desto besser ist es für den Algorithmus. Also bitte unterstütze mich. Das ist dein Dankeschön für meine fleißige Arbeit. Und ich habe sehr fleißig gearbeitet, weil ich für dich alle Alternativen in einer PDF-Datei zusammengefasst habe. Also klicke jetzt auf den Link unter dem Video oder in dem angepinnten Kommentar und lade sie dir herunter. In der Datei findest du alle Alternativen mit allen Beispielen und Beispielantworten aufgelistet. Ich freue mich sehr auf dieses Video. Es ist so nützlich geworden. Es gibt noch eine Neuigkeit. Seit kurzem habe ich angefangen, alle deutschen Untertitel auch auf Englisch zu übersetzen. Also falls du die englischen Untertitel benutzen möchtest, dann klicke jetzt hier auf YouTube auf Untertitel und wähle die Sprache Englisch. Dann kannst du beide Sprachen sehen, die deutsche und die englische. Viel Erfolg! Bevor wir mit den Alternativen für Wie geht's beginnen, warum ist diese Frage denn überhaupt so wichtig? Ganz einfach. Sie ist der Startpunkt für so viele Gespräche und den so wichtigen Smalltalk. Die Frage zeigt außerdem Interesse und hilft, eine Verbindung zu anderen aufzubauen. Aber immer nur Wie geht's zu sagen, klingt schnell langweilig. Muttersprachler variieren diese Frage. Und das kannst du auch. Das lernst du heute hier. Alternative 1. Wie läuft's? Eine super entspannte, umgangssprachliche Variante. Wie läuft's? Besonders gut geeignet ist diese Frage, wenn du mit Freunden oder guten Kollegen sprichst. Wie läuft's ist kurz für Wie läuft es? Aber das sagt so kaum jemand. Du kannst einfach Wie läuft's sagen. Die Bedeutung ist genau gleich wie geht's? Wie läuft's? Wie geht's? Eine Antwort könnte sein, ganz gut. Oder alles super. Du kannst Wie läuft's aber auch mit anderen Dingen kombinieren und so genauer nachfragen. Zum Beispiel, wie läuft's mit deinem neuen Job? Eine Antwort hier könnte sein, ganz gut. Ich muss mich noch ein bisschen einarbeiten. Aber es macht Spaß. Danke an meine Kollegin Dage, die die Antworten für uns aufgenommen hat. Du siehst, hier erhältst du gleich eine spezifische Antwort. Praktisch, oder? Also die Antwort ist ein bisschen größer als einfach nur gut. Je spezifischer die Frage, desto spezifischer die Antwort. Wir kommen gleich zu Alternative Nummer 2. Und bevor wir das machen, wollte ich dich daran erinnern, dass du dich jetzt noch zu meinem B1 Intensivkurs anmelden kannst. Der Kurs ist nur noch wenige Tage reduziert. Klicke auf den Link unter diesem Video und melde dich an. Erst seit kurzem biete ich sogar Live-Unterricht an. Das heißt, du kannst jede Woche mit mir zusammen und anderen SchülerInnen dein Deutsch live üben. Den Link zu meinem neuen B1 Intensivkurs findest du unter dem Video in der Infobox. Und es geht jetzt weiter zur Alternative Nummer 2. Was gibt's Neues? Also, wenn du nicht nur wissen willst,
wie es jemandem geht, sondern auch, ob es etwas Spannendes zu erzählen gibt, dann fragst du, was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Auch hier haben wir wieder ein bisschen abgekürzt. Eigentlich heißt es so, was gibt es Neues? Aber wie so häufig im gesprochenen Deutsch verkürzen wir das Ganze und verbinden gibt mit es. Also gibt plus es gibt's. Was gibt's Neues? Das ist ein tolles Gesprächsopening. So wie in diesem Beispiel hier. Hey Lisa, lange nicht gesehen. Was gibt's Neues? Eine Antwort könnte sein: Oh, ich habe eine neue Wohnung gefunden und ziehe nächste Woche um. Alternative Nummer 3. Wie war dein Tag? Diese Alternative ist ein wenig persönlicher und perfekt, um Interesse am Leben der anderen Person zu zeigen. Diese Frage ist gezielter und nicht so offen wie geht's. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass du eine große Antwort bekommst. Wenn du jemanden am Abend triffst oder anrufst, kannst du auch sagen: Hey Lisa, wie war dein Tag? Natürlich kannst du diese Frage auch abwandeln, je nachdem, wann du jemanden triffst. So kannst du auch fragen: Wie war dein Morgen? Wie war deine Woche? Wie war dein Wochenende? Das ist meine Lieblingsfrage übrigens. Alternative Nummer 4. Alles klar? Diese Frage hast du bestimmt auch schon häufig gehört. Sie ist kurz und knackig und super im Alltag. Wirklich kurz, knackig. Kennst du das? Kurz und knackig bedeutet, dass etwas direkt und auf den Punkt gebracht wird, ohne unnötige Extrainformationen. Alles klar? Ist genau das. Kurz und direkt. Alles klar? Diese Frage funktioniert vor allem in lockeren Gesprächen. Du kannst die Frage auch noch ein wenig erweitern und sagen: Na, alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Die Bedeutung bleibt gleich. Ist dir aufgefallen, dass es sich hier um eine Ja-Nein-Frage handelt? Mit dieser Frage wirst du also wahrscheinlich keine lange Antwort bekommen. Also nur ja, alles klar oder nein. Alternative Nummer 5. Na? Eine super interessante Alternative und ein echtes deutsches Phänomen. Wirklich. Einfach nur na zu sagen, ist eine kurze, typisch deutsche Begrüßung. Sie kann ganz für sich alleine stehen. Na, die Intonation ist aber wichtig. Oder du kombinierst das. Hey, na, alles gut? Na, alles gut? Du kannst hier auf einfach mit einem Na antworten oder berichten, wie es dir geht. Wurdest du schon mal mit einem Na begrüßt? Oder gibt es in deiner Sprache etwas Ähnliches? Schreib's unbedingt in die Kommentare. Ich liebe diesen Ausdruck, mein Mann und ich benutzen das ständig. Na oder am Telefon. Na. Dir ist bestimmt aufgefallen, dass die Alternativen, die ich dir bisher gezeigt habe, eher informell waren. Und du fragst dich jetzt, was du in formellen Situationen sagen kannst? Keine Sorge, auch dafür habe ich ein paar Alternativen für dich. Formelle Alternativen für Geschäftsgespräche, Kunden und Vorgesetzte. Das Wichtigste ist erst einmal, dass du dir überlegst, ob du sie oder du sagst. Du weißt, im Deutschen siezen wir Personen, die wir nicht kennen oder denen wir besonderen Respekt entgegenbringen. Deinen Chef oder ältere Personen auf der Straße siehst du meistens. Du sagst dann also nicht, wie geht's, sondern wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wenn dir das zu einfach ist, dann probier doch mal diese Alternativen. Wie geht es Ihnen heute? Die Antwort ist wahrscheinlich die gleiche, aber du zeigst, dass du dich auskennst. Mit der Frage, wie verlief Ihr Tag bisher, kannst du in formellen Kontexten Interesse am Tag deines Partners zeigen und du öffnest gleichzeitig das Gespräch. In der schriftlichen Kommunikation, also in E-Mails oder Briefen, kannst du folgende Frage stellen. Wie ist Ihr Befinden?
Diese Frage ist sehr höflich und wird oft in offiziellen Kontexten oder im medizinischen Bereich, also zum Beispiel beim Arzt, genutzt. Eine weitere schöne Alternative beim Schreiben ist: Ich hoffe, es geht Ihnen gut. So zeigst du gleich, dass dir das Wohlbefinden der anderen Person am Herzen liegt, also wichtig ist. Einen Tipp habe ich noch für dich. Egal welche Alternative für wie geht's du benutzt, achte auf deine Körpersprache und deinen Tonfall. Eine freundliche Mimik, also ein offenes Lächeln und Blickkontakt und eine offene Haltung machen einen großen Unterschied. Du merkst, ich lächle die ganze Zeit, ich bin freundlich und das macht viel aus. Also es macht einen großen Unterschied. Zeige echtes Interesse, dann wird dein Gespräch viel natürlicher. Na, welche dieser Alternativen kanntest du schon? Oder kennst du noch andere Varianten, die ich nicht genannt habe? Schreib's mir unbedingt in die Kommentare. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich lese immer alles. Und ich kommentiere auch alles. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir unbedingt einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal für mehr Tipps zum Deutschlernen. Denk daran, dir die kostenlose PDF-Datei herunterzuladen. Wir sehen uns nächste Woche. Bleib dran und bleib fleißig. Ciao!